Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute kochen wir einen Teil meiner Urlaubserinnerung, denn wir kochen Tortilla. Und zwar machen wir eine klassische, wir machen eine mit Chorizo und Manchego und wir werden eine mit Gemüse machen. Wen könnte ich mir da natürlich besser einladen als Matteo Moret? Hello, my friend. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist ein Tortilla-Fan, ist das richtig? Yeah, for sure. I love to eat tortilla. It's typical from Spain, and every day at the training camp in the morning I eat tortilla to be ready for the training. Ich werde jetzt ein paar Vorbereitungen machen und in der Zeit kann sich Matteo umziehen. Die Kartoffeln sind der Hauptbestandteil von der Tortilla und die müssen gleichmäßig in Scheiben gebracht werden. Das geht am einfachsten tatsächlich, wenn man entweder so eine Mandoline oder einen Hobel hat. Hier sieht man wunderbar unsere Kartoffeln und die stelle ich jetzt erstmal kalt und kümmere mich um unsere Zwiebeln. Für die klassische Tortilla brauchen wir ganz normale Gemüsezwiebeln. Dazu nehmen wir noch rote Zwiebeln für unsere Chorizo Manchego Tortilla. Die letzte Variante ist die Schalotte. Um das Zwiebelthema endgültig abzuschließen, habe ich noch etwas Lauch. Halbieren das Ganze und nehmen hier das Innenleben erstmal raus. Dadurch können wir den Lauch flach aufs Brett drücken und dann schöne Julien runterschneiden. Die ersten Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt kann es richtig losgehen. Für die Tortilla brauchen wir natürlich Kartoffeln, die ich schon vorbereitet habe, und wir brauchen Eier. Als erstes könntest du die Eier bitte in der Schüssel aufschlagen. Ja, wir starten mit der klassischen Tortilla. Die klassische Tortilla besteht aus Zwiebeln, Kartoffeln und Ei. Dafür nehmen wir unsere Gemüsezwiebeln, Olivenöl und natürlich die Kartoffeln. Wir tun die Zwiebeln in die Pfanne und lassen die erstmal anbraten. Die Zwiebeln werden langsam glasig, das heißt, wir können die ersten Kartoffeln hinzugeben. Sieht sehr gut aus. Hast du schon Salz dran gemacht? Ne. Dann etwas Salz und etwas Pfeffer dran machen. Perfekt. Und dann sieht es gut aus. Und auch die Kartoffeln müssen wir natürlich würzen. Mehr, Dennis? Ein bisschen. Wir haben die Kartoffeln angebraten, die Zwiebeln angebraten, das Ganze ist gewürzt und jetzt geben wir für die erste Tortilla das Ei hinzu. Die Tortilla lassen wir kurz in der Pfanne stocken und dann kommt sie bei 180 Grad in den Ofen. Für die nächste Tortilla brauchen wir die Chorizo und unsere roten Zwiebeln. So you can cut the chorizo. Ja, klar. In der Zeit bereite ich schon mal die Paprika vor. Und zwar nehmen wir gelbe, rote und grüne. Wie viel, Dennis? Insgesamt 3 bitte. Paprika machen wir wie immer in den Zwischenraum einritzen, weil dann können wir die Elemente einfach rausbrechen und haben das, was wir brauchen. So, für die zweite Tortilla starten wir wieder gleich. Wir geben etwas Olivenöl hinein und nehmen dazu die roten Zwiebeln. Du kannst die Chorizo auch reintun, bitte. You like chorizo? Ja. It's one of my favorite. So, das haben wir auch. Dann kannst du mir bitte noch die Oliven schneiden. And we put the potatoes. Yeah, normally in Spain, or for example, when my mom cooks tortilla, she does all the time in here, not in the oven. First, she starts with the potatoes, only the potatoes, and after, when the potatoes are ready, they put the eggs, and after it's, or if you want zwiebeln or something like this. Yeah, there are many different ways. So, now we take the manchego
But I think every dish get better if you put in chorizo, yeah? Also wir haben die Zwiebeln angebraten, wir haben die Chorizo hinzugegeben, wir haben das Ganze mit den Kartoffeln vermengt und zum Schluss noch etwas Olive sowie den Manchego reingerieben. Jetzt haben wir das abgegossen mit dem Ei, lassen es in der Pfanne kurz stocken und dann geht auch diese Pfanne in den Ofen. But do you like the German cuisine? Yeah, yeah, it's very, very good. So, für die Gemüse-Tortilla braten wir jetzt die Schalotte an mit dem geschnittenen Lauch. Dazu gibt es Paprika und jetzt schneide ich noch eine Tomate dazu. Die geben wir relativ zum Schluss hinzu, weil wir nicht möchten, dass sie jetzt so viel Wasser verliert. Dann nehmen wir noch die Petersilie. Lecker. Lecker, lecker. Ah, jetzt geht's ab. Hier geben wir die Tomaten noch oben drauf, damit die einfach nur schön mitbacken und nicht so matschig werden. Auch das Ganze lassen wir kurz in der Pfanne stocken und dann geht das zu den anderen beiden in den Ofen. Ja, das sah wirklich schon echt gut aus, was du gemacht hast. Und kochst du zu Hause auch viel? Spaghetti carbonara, spaghetti Ja. bolognese. Ja. In the Corona time, I had one friend. He's a cooker, Yeah. and I tried to do some dishes at home and learn from my friend. And I think now I'm a better cooker. Ja, das sieht man. Also Gefühl am Messer und in der Pfanne hast du auf jeden Fall. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich bin gespannt, wie die Tortillas jetzt aussehen. Magst du die schon mal anschneiden? Die normale ist natürlich einfacher zu schneiden, weil da kein Gemüse drin rumfliegt oder... Hui! You okay? Okay. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Good. I will try the paprika. Lecker, Dennis. Ja. Sehr lecker. Does it taste a little bit like home, like Spain? Ja, similar. Wirklich? Ja, ja klar. Thank you, man. Und wenn ihr Lust habt, das nachzukochen, findet ihr unten eingeblendet die Adresse, wo ihr die Rezepte findet. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, ciao, danke.